Hallo allerseits, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Diesmal habe ich von KM1 Modellbau aus Lauingen diesen 1,10 Meter langen Karton bekommen und darin befindet sich eine Spur 1 Lok im Maßstab 1:32 und zwar eine E-Lok der Baureihe E50, die ich leihweise bekommen habe. Der eigentliche Schutzkarton der Lok ist 76 cm lang und den werden wir jetzt auch gleich auspacken. Das Messing-Kleinserienmodell wurde von KM1 in 8 Varianten realisiert. 2 davon wurden gemäß Epoche 3 in Szene gesetzt, 4 gemäß Epoche 4, eine in Epoche 5 und eine als Museumslok des Süddeutschen Eisenbahnmuseums Heilbronn. Der Listenpreis des Modells liegt übrigens bei 2.890 € mit Standardradsätzen und gegen Aufpreis konnte das Modell mit Feinscale oder mit Scale-Radsätzen geordert werden. Den oberen Teil des Kartons kann man sehr vorsichtig abziehen. Gegen die Schwerkraft des Modells dauert ein bisschen, aber ist die einfachste und schonendste Methode. Im Karton liegen hier Füllstücke für die Drehgestelle bei, die wir uns dann gleich ansehen. Dann ein paar Handschuhe gegen Fingerabdrücke und dann noch hier die Bedienungsanleitung. Jetzt auch mal hier kurz ein erster Blick in die Bedienungsanleitung. Kurze Infos, Inhaltsverzeichnis, die Funktionen alle der Reihe nach auf die Schnelle mal zu sehen. Dann haben wir hier Informationen zum Abschmieren, zur Funktionsweise, zum Betrieb, etwas über den Decoder. Dann Wartungsinformationen, dann noch zur Digitalsteuerung und zur Reinigung. Zur Sonderausstattung des Fahrzeugs hier noch, wo man den Sound ein- und ausschalten kann. Dann hier noch allgemeine Informationen zur Ausstattung und zur Montage der Kupplungen, die man austauschen kann gegen Doppelhakenkupplungen, die es optional gibt. Und schließlich noch auf der letzten Seite Informationen, wie man die Aufstiege am Führerhaus, wie die montiert sind, weil die beweglich sind und wie man hier Füllstücke anbringen kann, die hier mitgeliefert werden. Die ich vorher schon gesagt habe, die schauen wir uns dann an, wenn wir die Lok genauer anschauen. Dann liegt hier noch bei ein Merkblatt mit wichtigen Informationen zum Decoder, zur Umprogrammierung von den wichtigsten Geräuschfunktionen und dann noch ein Abnahmeprüfprotokoll, das dann der Kunde mit ausgehändigt bekommt, wenn er die Lok gekauft hat. Jetzt geht es ans eigentliche Auspacken. Hierzu kann man hier die Styroporeinlage an den Gurten heben und anheben und dann kann man den kompletten Innenkarton rausheben. Und dann werden die Gurte geöffnet. Und dann kann die Styroporschale abgezogen werden. Die eigentliche Lok hat hier noch eine Schutzfolie und ein Schutzpapier. Und jetzt können wir uns mal ein erstes Mal ansehen. Das Vorbild dieser E50 wurde ab 1957 in 5 Bauserien 194 Mal gebaut. Ab 1968 hatte diese Lok dann die Bezeichnung Baureihe 150. Es war eine schwere Güterzuglok, sie konnte bis zu 2300 Tonnen ziehen, mit einer Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometer bei immerhin noch 5 Promille Steigung und sie konnte aber auch vor Schnellzügen eingesetzt werden mit einem Gesamtgewicht von beispielsweise 600 Tonnen bei 10 Promille Steigung und mit 100 Stundenkilometer. Das Vorbild hatte eine Länge von 19,49 Meter und das KM1-Modell wurde exakt vorbildgetreu mit knapp 61 cm Länge umgesetzt. Kurz ein Blick auf die Waage. Samt Transportbrett bringt es die Lok auf 7,5 Kilogramm und ich schätze, dass das Brett etwa 2 Kilo ausmachen wird. Jetzt kommt die Lok runter von ihrem 2 cm dicken Transportbrett. Ich habe hierzu 2 Holzkistchen aufgestellt, damit man schön von unten an diese 4 Imbusschrauben mit Messinghülsen rankommt. Es gibt auch andere Methoden, man kann es beispielsweise auch auf eine Lokliege legen, schräg diagonal oder auf eine Schaumstoffunterlage, aber ich mache das jetzt mal hier auf diese Art und Weise. Das sind also hier diese langen Schrauben. Und jetzt kann die Lok vorsichtig runtergehoben werden. Ich habe vorhin jetzt extra die Handschuhe angezogen,
wenn man das ja auch machen soll. Am besten ist es wahrscheinlich hier an den Puffern, da hat man sie am stabilsten und dann kann man sie abheben. Inzwischen habe ich übrigens auch mal das Brett gewogen. Das sind 2,15 Kilogramm inklusive den Schrauben und den Bolzen. Das heißt, die Lok selbst wiegt 5,3 Kilogramm. Bevor wir uns jetzt gleich einige Details dieses Messingmodells ansehen und auch einige Einzelgeräusche anhören, zeige ich jetzt mal eine komplette Fahrt mit Geräusch und mit einigen Funktionen in einer kleinen Vorführung mit 1020 mm Radius auf meiner kleinen Regaltestanlage. Ich schalte jetzt das Geräusch ein. Das ist jetzt eine komplette Abfolge. In der langsamsten Fahrstufe braucht das Modell übrigens für 1 Meter 52 Sekunden. Das entspricht einer Vorbildgeschwindigkeit von ungefähr 2,2 Stundenkilometer. Jetzt noch nicht die langsamste, ich fahre noch ein Stück langsamer. Jetzt haben wir die langsamste Fahrstufe. Kommen wir zu den Lichtfunktionen des Modells, das mit LEDs beleuchtet wird. Natürlich haben wir eine
Dreilichtspitzenbeleuchtung, die in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung umschaltet. Dann kann man eine Schlussbeleuchtung zuschalten als Zweilichtschlussbeleuchtung oder umschaltbar auf ein Licht, falls man nur eines haben will. Dann kann der Führerstand beleuchtet werden. Da gibt es noch eine Maschinenraumbeleuchtung. Und schließlich hat das Modell noch an beiden Enden auf der Lokführerseite eine Anfahrbeleuchtung unter der Führerstandstüre. Ich fahre jetzt mal an. Und nach einiger Zeit geht sie automatisch aus. Nun wird es Zeit für ein paar Detailansichten des Modells. Die Puffer sind gefedert. Die Vorbildschraubkupplung kann gegen eine Klauenkupplung ausgetauscht werden, allerdings nur eine mechanische, ein elektrische ist bei diesem Modell nicht vorgesehen. Dann sind die Schläuche alle flexibel und die Bremsschläuche können ausgehängt werden. Die Gitter und auch die Trittstufen sind durchbrochen. Zudem sind die unteren beiden Trittstufen des Einstiegsbereichs verschieblich und gefedert realisiert worden, damit das Modell auch in engen Gleisradien mit nur 1020 mm komplett auch die Drehgestelle gut ausfahren kann und nichts im Wege ist. Sonst hätte man sie nämlich abmontieren müssen. Natürlich sind die Führerstandstüren zum Öffnen. Sie sind gefedert ausgeführt. Leider bleiben sie deshalb dann auch nicht von alleine offen. Auch die Führerstände wurden innen sehr aufwendig detailliert. Der Maschinenraum ist natürlich ebenfalls innen detailliert. Insgesamt gibt es 4 Fenster, bei denen man in den Maschinenraum hineinsehen kann. 2 an jeder Seite. Als nächstes kommen die zahlreichen Einzelgeräusche des Modells und bei der Gelegenheit werde ich nebenbei immer wieder Videos von einzelnen Details einblenden. Beginnen wir mit dem Pfiff, der in Abhängigkeit von der Dauer, wie lange ich mit dem Finger drauf bleibe, natürlich auch als Langpfiff funktioniert. Als nächstes ein Schaffnerpfiff, eine Bahnhofsdurchsage. Achtung an Gleis 2, Einfahrt hat der Eilzug nach Stuttgart Hauptbahnhof, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Zugbremse anlegen und wieder lösen. Jetzt lösen. Handbremse anlegen und wieder lösen. Jetzt wieder lösen. Lokbremse anlegen und wieder lösen. Jetzt wieder lösen. Türe öffnen und wieder schließen. Sanden. Dann noch eine Rangierfunksequenz.
Verbindung des 3112 von Gleis 2 nach Gleis 101. Jawohl, hab verstanden. Mit einer weiteren Taste. Wir haben frei, kannst kommen. Und als nächstes noch mit der dritten Taste für den Rangierfunk eine Abfolge in Abhängigkeit von der Zahl der Tastendrücke. Noch 3 Längen. Noch 2. Nächster Tastendruck. Noch eine. Noch eine halbe. Und halt. Die weiteren Geräuschfunktionen arbeiten nur in Verbindung mit dem Fahrgeräusch des Lokmodells. Man muss es zuerst einschalten und kann dann die jeweiligen zusätzlichen Geräusche auslösen. Ich schalte jetzt das Geräusch ein. Das ist jetzt das Standardgeräusch im Stand und jetzt schalte ich den Fahrmotorenlüfter ein mit der Funktionstaste F8. Jetzt ein Luftpresser. Dann das Kupplungsgeräusch. Als nächstes kommen zwei Geräusche, die nur während der Fahrt funktionieren. Ich fange mit dem Kurvenquietschen an. So fahre ich jetzt erstmal an. Jetzt schalte ich zu. Jetzt schalte ich die Schienenstoßgeräusche zu, die dann während der Fahrt natürlich nur zu hören sind in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. Und jetzt deaktiviere ich die Geräuschelektronik und fahre den Pantographen runter. Für die Technikinteressierten jetzt noch ein Blick unter die Lok. Der Antrieb des Modells erfolgt über einen in der Maschinenraummitte, etwa hier befindlichen Motor mit doppelt kugelgelagerter Motorwelle und symmetrischem Abgang in beiden Richtungen. Der 7-polige Motor mit 14 Watt Leistung wurde laut KM1 nach deren Vorgaben entwickelt und produziert. Vom Motor aus geht es dann mit Kardanwellen zu zwei Zentralgetrieben, die sich etwa hier befinden und hier an dieser Stelle. Und diese Zentralgetriebe haben jeweils einen Riemenantrieb zum jeweiligen Verteilergetriebe an der Achse, an der Mittelachse. Und von diesem Verteilergetriebe aus geht es über einen Kardan nach hier und einen Kardan nach hier zu den beiden Verteilergetrieben für die erste und dritte Achse. Die Drehgestelle des Modells sind etwa an diesem Punkt gelagert und sind für einen Radius 1020 mm ausgelegt. Hierzu sind auch die Achsen verschieblich gelagert, etwa 6 mm die vordere, 5 mm die mittlere und 6 mm wiederum die hintere. Außerdem sind die Achslager, die Kugellager hier auch beweglich und leicht gefedert. Und über die Kugellager erfolgt auch die Stromaufnahme bei den KM1 Modellen.
Im Gegensatz zu anderen Modellen, bei denen normalerweise dann hier Schleifer an den Radreifen sind oder innen an den Radreifen. Also in dem Falle verschleißärmer, die Stromaufnahme direkt über das Kugellager. Hier können wir nochmal anschauen, die Beweglichkeit des Drehgestells. Hier sieht man eben das Ausfahren der Trittstufe des Führerstands, wenn sich das Drehgestell bewegt, weil es sonst im Weg wäre. Sonst hätte man die Alternative, dass man das Drehgestell dann irgendwie nur betreiben kann bei engem Radius, wenn man diese Trittstufen abnimmt. So ist es bei manch anderen Modellen realisiert. Schließlich sollte noch erwähnt werden, dass der Sound des Modells etwa hier über einen kräftigen Visa-Tonlautsprecher nach unten abgestrahlt wird, bei Führerstand 2 etwa bei der ersten Achse. Außerdem kann die Lautstärke des Modells in 6 Stufen einfach nur mit Hilfe einer Funktionstaste umgeschaltet werden. Abschließend zeige ich jetzt noch einen weiteren Kompromiss, den KM1 eingehen musste, damit das Modell bei 1020 mm Radius einsetzbar ist. Und zwar gibt es hier mit im Lieferumfang, wie vorhin schon mal erwähnt, solche Metallfüllstücke, die man am Drehgestell unterbringen kann, die ich jetzt mal auspacke. Diese Füllstücke sind komplett aus Metall und haben hier einen Führungsstift und hier ein Magnet, halten also ganz von alleine am Modell ohne jedes Werkzeug. Und das zeige ich jetzt gleich. Hier sind die Drehgestelle und an diese Stellen kommen diese Füllstücke rein. Hierzu nimmt man sich am besten eine Pinzette, damit man das hier schön einfädeln kann. Und dann hält es von alleine. Und jetzt noch das zweite. Das muss man hier einfädeln. Und dann hält es auch ganz von alleine. Ich denke, dass das mit den Füllstücken ein guter Kompromiss ist, weil das Modell ja bei 1020 mm Radius auch einsatzfähig sein muss und im Normalfall wird das wahrscheinlich aus einem halben Meter Entfernung kaum mehr jemandem auffallen, wenn diese Füllstücke fehlen. Abschließend noch eine kleine Fahrt auf meinem Fotodiorama im sogenannten Expert-Modus mit Funktionstaste F4. In diesem Modus wird der Pantograph zunächst in die Ruheposition Retour gefahren und erst bei Einschalten des Geräuschs passend zur Situation hochgefahren. Ich hoffe, mein Unboxing der E50 von KM1 Modellbau hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen würden.